Ralf, das ist ja mal wieder ein Altersunterschied noch größer als zwischen uns beiden, wenn ich das mal so sagen darf. Was hast du uns denn hier vor die Füße gerollt? Ja, zunächst mal haben wir hier eine 900 Z1 aus den frühen 70er Jahren von 1972 und damit hat ja irgendwie diese Kawasaki Mystik Vierzylinder 900er Legende begonnen. Und hier ein Motorrad, das ich sehr mag, habe ich letztes Jahr einen Top-Test gemacht davon, die Kawasaki Z900. Es wäre doch irgendwie geschickt, wenn man moderne Technik im alten Gewand hätte. Ja, ja. Also was das Design anbelangt, die äußere Gestalt, ist der Unterschied völlig logisch, völlig klar zu sehen. Wir haben ja, obwohl sie aus Japan kommt, bei der 900 Z1 ja wirklich ein Motorrad, das in der europäischen Motorradtradition steht, jetzt so gestalterisch, auch was die Proportionen anbelangt. Die Fahrwerksgeometrie, da waren einfach dann auch die englischen Motorräder ziemlich stilbildend. Das hier folgt ja dem Prinzip des Tsugomi-Designs. Ja, wobei ein netter Kollege von einer großen Frankfurter Tageszeitung mir dieser Tage erst erklärt hat, was Tsugomi seinem Verständnis nach, er hat sich das auch mal von einem Japaner so erklären lassen, was das bedeutet. Das ist nämlich irgendwie so mal so ein richtiger Aufschlag, also mal echt was Markantes. Und ich denke, die Bezeichnung ist nachvollziehbar angesichts dessen, was dieses moderne Motorrad hier so repräsentiert, aber es ist natürlich komplett anders von der Designtradition. Das heißt, wir könnten jetzt gleichzeitig schnipsen, vielleicht auf 3, und dann steht da wie von Zauberhand ein neues Motorrad. Ja, ja, lass es uns probieren. 1, 2, 3. Ja, klappt. Wir machen mal ein Geschäftsmodell draus, oder? Ja. Ja, als nächstes dann Ducati und BMW. Nein, hübsch ist sie geworden, wirklich. Und technisch dann doch ganz nah an diesem grünen Tsugomi Fighter. Es ist sehr, sehr viel übernommen worden von der Technik der Z900 in die Z900 RS. Es ist aber auch sehr, sehr viel geändert worden. Also die Kawasaki-Entwickler haben sich da wirklich richtig Mühe gemacht und eigentlich kaum einen Aufwand gescheut. Dieses Motorrad irgendwie noch gezielter auf den Zweck, auf den Einsatzzweck hinzutrimmen. Das haben sie in den 90ern ja schon mal gemacht, so eine Retro-Serie, die C4s, 55, 57 und einen 1100er gab es, glaube ich. Ja. Ist das eine ähnliche Liga oder ist es besser? Also ich finde dieses Motorrad hier deutlich besser als die C4-Modelle aus den 90ern, die ich eigentlich alle gefahren habe. Und das gleich in eigentlich mehrfacher Hinsicht. Also vor allem aber, was die fahraktiven Fähigkeiten sozusagen anbelangt. Was ist denn, würdest du sagen, an der Z900 RS das größte optische Manko? Also ja, ich jammer immer auf ganz, ganz hohem Niveau, das weiß ich. Mir persönlich gefällt diese Lücke auf der Vorderseite, an der Vorderseite des Tanks nicht so richtig gut. Da gefällt mir die alte einfach besser mit ihren weit nach vorne gezogenen Tankflanken. Ich hätte versucht, das gestalterisch ein bisschen anders zu lösen, aber das ist, wie gesagt, wirklich auf hohem Niveau gejammert. Ich sehe schon, Herr Schneider hat Luxusprobleme. Was findest du besonders hübsch gelöst? Also es gibt eigentlich gar kein Detail, das ich besonders hübsch finde, sondern es ist einfach diese Gesamtansicht. Man sieht dem Motorrad wirklich an, dass es mit Sorgfalt und ja fast schon mit Liebe eigentlich gestaltet wurde. Da geht es um Oberflächen, da geht es um Lackierung und die Qualität derselben. Das Ding ist für mich eigentlich so als Gesamteindruck, als Gesamtkunstwerk, könnte man schon fast sagen, so überzeugend, dass ich mich schwer tue, da jetzt ein ganz bestimmtes Detail rauszusuchen und zu sagen, das ist jetzt aber mal wirklich ganz klasse. Also ich bin ja in Geschmacksurteilen gnadenlos. Ich finde es ein Unding, dass sie keine Stereo-Federbeine bekommen hat. Wie stehst du dazu? Ich bin ja in puncto Fahrdynamik gnadenlos. Ich finde es absolut notwendig, dass sie keine Stereo-Federbeine bekommen hat. Was ich sehr, sehr mag an dieser Maschine hier, ist die Tatsache, dass die Kawasaki Entwicklungs- und Designabteilung immer dann,
wenn es um die Frage ging, oder nein, wenn es darum ging, was opfern wir jetzt welchem Zweck, dann hat immer die Funktion sozusagen den Vorrang erhalten. Also man hat keine Drahtspeichenräder gebaut für dieses Motorrad, weil sie schlicht schwerer sind als moderne Gussräder. Man hat keine Stereo-Federbeine hier eingebaut, weil ein Federbein mit einem modernen Hebelsystem einfach besser ist. Man hat auch keinen 4-in-4 Auspuff gebaut, weil eine 4-in-2-in-1 Anlage sich einfach als effizienter herausgestellt hat, was Drehmoment und Höchstleistung anbelangt. Das heißt, im Grunde ist das der bessere Deal als die, weil sieht besser aus, ist aber genauso gut fahrbar und technisch auf Niveau. Auch da würde ich jetzt gern wieder auf hohem Niveau kritisieren. Der Motor von der RS, der wurde in wirklich vielerlei Hinsicht verändert gegenüber der Z900. Er hat zum Beispiel ein Schwungrad mit mehr Schwungmasse. Gleichzeitig wurden Nockenwellen mit geringeren Ventilöffnungszeiten oder Öffnungswinkeln, das ist ja dann das Gleiche, gewählt. Und man hat hier die Verdichtung zurückgenommen. Und das führt dann dazu, dass dieser Motor 14 PS weniger an Spitzenleistung hat, also 111 statt 125 wie bei der Z900, dass er aber im unteren Drehzahlbereich einen Drehmomentüberhang hat und durch die schwerere Schwungmasse auch kultivierter läuft bei niederen Drehzahlen. Man kann das wirklich auch im Fernvergleich sehr schön bemerken, wenn man die Z900 fährt. Die geht wirklich wie ein Stier aus der Ecke, aber mir persönlich fehlt oben raus ein bisschen die Spritzigkeit. Und das noch, zumal auch die Z900 beim Beschleunigen aus der Ecke raus alles andere als ein Kind von Traurigkeit ist. Also für mich ist eigentlich diese Motorabstimmung am Ende jedenfalls die harmonischere. Zumal noch, das fällt mir auch gerade auf, wir sind also tausende von Kurven gefahren mit dem Motorrad in Spanien und die Lastwechsel, also so dieses ans Gas gehen in der Kurvenmitte, das geht bei der Z900 spürbar geschmeidiger als bei der RS. Ich möchte in meinem gnadenlosen Geschmacksurteil noch anfügen, sehr geil, dass man da Kühlrippen drauf gefaked hat und wunderbar 2 Analoginstrumente. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht zum Mopedfahren. Schön. Jetzt entweder du sagst mir, was die beiden kosten, oder ich gehe es gleich nachgucken. Nee, das weiß ich jetzt ausnahmsweise mal auswendig, obwohl ich eigentlich kein Zahlenmensch bin. Die Farbvariante, die wir hier vor uns sehen, das ist von den normalen Z900 RS die teuerste, die kostet 11.995 €. Es gibt eine Moosgrün Metallic Matte Lackierung, die kosten 100 oder weniger. Und es gibt eine etwas frugalere schwarze Ausführung, die kostet 11.695 €. Und dann später im Jahr 2018, irgendwann im Frühjahr, kommt die halbverkleidete Kaffee-Variante auf den Markt und die kostet dann deutlich über 12. Ist aber alles jetzt nicht so unsagbar außer der Welt für ein ordentliches und schönes Naked Bike. Ja, aber vergessen wir nicht, dieses Motorrad hier steht derzeit mit 9.095 in der Preisliste. Also wir reden hier halt von bis zu 2.900 € Aufpreis für einstellbare Gabel, Anti-Hopping-Kupplung, schöne Oberflächen, tolle Lackierung und natürlich auch so insgesamt eine sehr wertige Verarbeitung. Aber trotzdem, also bei 2.9, boah, das muss man sich schon überlegen. Meine Eitelkeit und mein Geschichtsbewusstsein wären mir das auf jeden Fall wert. Ralf, ich danke dir herzlich für die ausführlichen Worte. Gerne geschehen.